Das Atelier, das existiert schon sehr lange. Direkt nach meinem Studienabgang oder noch während meines Studiums, in den letzten Semestern, habe ich dieses Atelier angemietet, aber zu einem Preis, da würden heute die Leute sagen, das gibt es doch gar nicht. Es war noch vor dem Mauerfall im Randbezirk Kreuzberg, da waren die Mieten wirklich göttlich. Das waren 3 D-Mark pro Quadratmeter. Bei 210 wären das 600 gewesen. Als die Mauer fiel, wollte der Vermieter auch von jetzt auf gleich 9 D-Mark pro Quadratmeter haben. Das war eine Preissteigerung von 300% und unsere Lebensbedingungen waren ja nicht so schlagartig besser geworden, dass wir das uns hätten leisten können. Eine Zeit lang haben wir es auch noch so finanziert, aber das war auch der Zeitpunkt, wo ich mich dann engagiert habe für dieses Atelierprogramm und mit der Aktionsgruppe Künstler brauchen Ateliers eben Aktionen in Museen gemacht habe, oder wir sind nach Bonn gefahren und haben dem damaligen Bundeskanzler die nackte Wahrheit gezeigt und so einige Sachen gemacht, die zum Glück dann auch eine Öffentlichkeit erzeugt haben, so dass so ein Einsehen entstanden ist, dass hier was geschehen muss. Für die Stadt das erstmal ein unheimliches Fund ist, zu sagen, hier in Berlin gibt es grenzenlos Kunst. Da kommen Leute her, also Touristen, aber es kommen natürlich auch unheimlich viele Künstler aus aller Welt her und sagen, hey, das ist endlich mal eine Situation, wo man jahrelang auch experimentieren kann, ohne am Hungertuch zu nagen, sage ich mal. Gerade in den letzten Jahren ist ja über die Verödung von einigen Bezirken, über das Kiezmanagement sehr stark da auch Kunst reingeholt, wird auch Kunst reingeholt in die Bezirke oder Künstler reingeholt, um sozusagen eine Revitalisierung der Bezirke zu erreichen. Und ich glaube, dass die Stadt da einen großen Vorteil hat von der Energie der Künstler, die Künstler ja nicht in den Bezirk stecken, weil sie wollen, dass der Bezirk was wird, sondern weil sie Lebensenergie reinbringen. Und das wirkt dann wieder zurück auf die Stadt. Und ich glaube, dass das nicht nur für die Künstler, die in Anführungsstrichen Nutznießer dieses Programms sind, sondern die Stadt kriegt das ihre zurück, würde ich behaupten. Der ökonomische Aspekt, oder für mich der Broterwerb, ist getrennt von der Kunst. Es gab mal Zeiten, wo ich sehr, sehr gut verkauft habe, wo ich dann auch dementsprechend intensivere Atelierzeiten mir leisten konnte. Und derzeit ist es so, dass ich mich fremdfinanziere überwiegend, also über Jobs, manchmal auch über Auftragsmalerei, aber selten. Und also eher so über Ausstellungsbau und ähnliche Geschichten. Und das ist aber für mich sogar auch die Möglichkeit, in der Kunst freier zu sein. Also in gewisser Weise ist die ökonomische Unabhängigkeit vom Kunstmarkt auch eine Chance zu sagen, ich mache mein Ding. Also ich kann zu meiner Kunst sagen, dass ich sehr stark Wert darauf lege, auf Persönlichkeiten, also auf die Person, Figuren male, Gesichter male. Und es gibt eigentlich in meiner Arbeit mehrere Zyklen, also die sich überlagern, aber nicht immer dasselbe sind. Also ich mache sehr gerne private Bilder, also von einem Gegenüber. Gelegentlich mache ich dann aber auch Arbeiten zu den großen Weltthemen oder weltpolitischen Themen, Weltbilder quasi. Wenn ich dann mich diesen größeren Themen zuwende, dann sind das meistens Ereignisse, die mit einer Gewalt und Überraschung auch auf mich einbrechen. Also Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat und die plötzlich aber auch eine große weltpolitische Dimension annehmen.
die auch einem selbst möglicherweise Angst machen oder also mich beunruhigen. Jetzt die letzte Arbeit, die ich da gemacht habe, ist auf 365 einzelnen Holzparkettstäben gemalt, die in der Installation auseinander driften an der Wand, also so, dass die Abstände mal größer, mal kleiner werden. Also da geht es auch um das Medium der Nachrichten oder das digitale Medium, was da thematisiert wird. Es ist nicht nur jetzt sozusagen das, was abgebildet wird oder das Narrative in dem Bild, was das Thema ist, sondern auch die Auseinandersetzung mit medialen Umgang mit diesen Themen und Beliebigkeit oder auch des nicht mehr fassen Könnens, was damit verbunden ist. Also ich habe lange Zeit geglaubt, wenn ich kein Atelier hätte, würde davon meine künstlerische Existenz abhängen. Und ich würde keine Kunst mehr machen können, wenn ich kein Atelier habe. Das ist sicherlich auch eine Perspektive, die möglich ist, aber nicht notwendig. Also das ist genauso denkbar, dass ich zu anderen Mitteln greifen würde oder andere Kunst machen würde. Also letztendlich mich reduzieren würde auf Stift und Papier oder auf eine Digitalkamera und den Computer und würde dann vielleicht damit versuchen, mich auszudrücken. Darüber hinaus ist ein Atelier ein genialer Multifunktionsraum. Also wenn ich jetzt Arbeiten in Holz mache oder mit der Kettensäge arbeite, dann brauche ich keine Angst davor haben, dass irgendjemand sich über den Lärm beschwert. Die Toleranz der Kollegen im Atelier ist sehr groß, weil sie auch selbst immer mal wieder Arbeiten haben, wo es auch mal kracht, sage ich mal so. Und von daher ist darüber hinaus kein Bewohner belastet, der über oder unter mir wohnt. Das ist für mich ein wesentlicher Aspekt vom Atelier.